Ich weiß gar nicht, ob du hier lebst. Tony, you came to Germany. I don't even know, do you live here? I do live in Germany. Ja, ich lebe tatsächlich in Deutschland. I feel that Germany is a wonderful place to be in. Not because of the climate. Und ich habe das Gefühl, dass Deutschland wirklich ein wunderschönes Land ist. Jetzt nicht wegen dem Klima. Or anything specific. You know, people like me would choose perhaps the Pacific Islands or the Caribbean to live in if it was for beauty and climate. But I feel that in Germany. Also ich habe das Gefühl, also Leute denken vielleicht, dass jemand wie ich sich die pazifischen Inseln oder sowas aussucht, wegen dem schönen Klima und so weiter. Aber ich persönlich habe da eine andere Auffassung. There is something deeper and there is an awareness, a consciousness that is growing, but not just in a few individuals, but really everywhere on the multitude of different layers in society, from normal people in the post office, mothers, to people in politics and business. And this consciousness, I feel, is the reason why it is important to have a clear reference point as to how to utilize that awareness in a constructive, positive, real way, rather than just wait for something to flow over to nothing. Yes. Also ich habe das Gefühl, dass es hier eine bestimmte Bewusstheit gibt über Dinge und in verschiedenen Schichten auch. Und man merkt das sogar vom Postbeamten bis zum Politiker, über die Mütter hin, dass Menschen, die ein bestimmtes Bewusstsein hier haben, das sehr wertvoll ist. Und ich habe das Gefühl, dass es wichtig damit auch zu arbeiten und das zu nutzen, anstatt dass es einfach so im Überfluss ist und verloren geht. And when I say flow over to nothing, we have peaks of consciousness that happen in different locations in the world at different times to different people, to different groups of people. And I feel that in this part of the world there is a growing birth of awareness that hasn't happened before. It may seem like it has happened before, but it's really ready for an expression. And so I'm here to work with that expression. Also ich habe das Gefühl, dass es bestimmte Bewusstseinshöhepunkte gibt durch die Geschichte durch. Verschiedene Völker, Menschengruppen, Länder haben diese Bewusstseinshöhepunkte. Und ich merke, dass das hier auch gerade passiert, dass hier ein bestimmtes Bewusstsein neu geboren wird, was wirklich ganz neu ist und dass man damit arbeiten sollte. Also hast du dir ganz gezielt Deutschland ausgesucht? So you specifically decided to go to Germany? I did, against many people's objections and comments. Why do you choose to go to Germany? Ja, das habe ich tatsächlich, und zwar sogar entgegen den Rat vieler Leute, die gesagt haben, warum gehst du nach Deutschland? Weil viele Menschen sagen ja... I just say this because I'm not German, as you obviously see, and I have no connection to Germany family-wise or culturally or anything, you know. Also keine privaten Hintergründe. Ja genau, also es ist so, ich sage das nur, weil ich keine privaten Hintergründe habe, keine Familienbeziehungen oder kulturelle Beziehungen zu Deutschland, das auf der persönlichen Ebene, nein. Ja, viele Menschen sagen ja, und du hast es vorhin im Satzang eigentlich auch so ein bisschen angesprochen, die Leute hier, die lachen nicht so und die sind so ernst und irgendwie ein bisschen verbohrt oder so, so kam es rüber. You talked about it in the Satsang. We get the impression that you feel that some people are very sincere about things and they always have to be, strict and serious. Yes. You, specifically in Germany. Well, I don't say that as a criticism. I feel Germans are actually more honest than many people. Also für mich ist das keine Kritik, weil ich das Gefühl habe, die Deutschen sind sehr viel ehrlicher als andere Leute. But here we're talking about cultures, so we can't limit experiences to cultures. It's a generalization. Also wir sprechen hier über Kulturen und wir sollten uns da nicht eingrenzen oder einschränken, wenn wir Definitionen geben. The feeling I get here, for example, compared to Southern Europe, where I've lived most of my life here in Europe, is that people think about things and have a different attitude. They're not like Italians, for example, who just spontaneous. It's a different culture. It's a Northern European culture,
And that's my experience, you know, it's a little bit more serious, more something. Ich merke durchaus den Unterschied, weil ich ja in eher südlichen Ländern auch gelebt habe, Spanien, Italien, und dort sind die zum Beispiel etwas spontaner, während hier die Leute ja sehr viel nachdenken und ja auf gewisse Weise ernster sind und auch eher so nordeuropäischer einfach, das merkt man. And I like this actually because it shows that people go a little bit deeper than some aspects which may seem very superficial in other countries, you know. Americans are very easy to speak to, for example, but you know, it's a certain layer where most Americans stop. Germans, I feel, you know, once you go to a point, you know, there is a very deep communication that happens, which takes much longer in other cultures. You know, there are different levels of communication depending on our social conditioning, and Germany has a very interesting way of being, and I'm learning this slowly. In the beginning it was a little bit confusing for me and for other people because I acted in a way that was not was unusual because I'm a foreigner here. Ja, also ich habe das Gefühl, dass bei Leuten durchaus die Kommunikation und einfach das Sein etwas tiefer geht und mehr hinterfragt wird, weil man doch die Erfahrung macht, vielleicht in anderen Kulturen, dass da vielleicht die Kommunikation einfacher ist, wie zum Beispiel in Amerika, aber dass auf einem oberflächlichen Level dann bleibt und dass die Leute, es ihnen schwerfällt, dieses durchzubrechen und noch tiefer zu gehen, während die Leute hier dann das doch eher in Angriff nehmen, dann etwas tiefer zu gehen. Willst du uns ein bisschen von deiner Geschichte erzählen? Und zwar sowohl von deinem privaten Hintergrund, also wo du überall gelebt hast, wie du aufgewachsen bist, in welchem Land oder in welchen Ländern, als auch von deinem spirituellen Hintergrund her. Also ich habe gelesen, dass du oder auch gehört, dass du sowohl Wurzeln im Zen-Buddhismus hast, als auch im Schamanismus und im Sufismus. Kannst du da ein bisschen von erzählen? Maybe you could tell us a bit about your history, or on the one hand your personal history, where you've grown up, the countries you lived in, and then also on the spiritual side, because she's heard that you have roots in Zen Buddhism and shamanism and also in Sufism. Yes. Sufism. Yes, it would take a very long time to really go through every aspect of my life. Also es würde sehr lange brauchen, durch jeden Aspekt meines Lebens hindurchzugehen. What would perhaps be easier, you know, if people want to know more, is to buy the book which is in German. I don't know how you say it, Shaman's Weisheit. Schamanenweisheit. Yes. Also was vielleicht sogar einfacher ist, ist das Buch zu kaufen, weil da sehr viel drin steht, das heißt Schamanenweisheit. Which explains a lot of your question, but I will explain because it's interesting to know a little bit of the background. Also ich werde aber trotzdem ein wenig erklären, weil es natürlich trotzdem interessant ist, ein bisschen von dem Hintergrund zu wissen. So Sufism I got introduced to on a cultural level rather than direct level. Also Sufismus, ist das? Sufismus, Sufismus, glaube ich. Ja, das wurde mir vorgestellt eher auf einer kulturellen Ebene, weniger auf einer less personal. Less direct personal. Also eine weniger direkte Art, ja. Because I grew up in Egypt and where I lived there were just Sufi masters and people who played music and were active in the cultural sense. So my feeling and my reference points absorbed what was around. So I lived there for 10 years. Also ich bin in Ägypten aufgewachsen und da war das in meinem Umfeld sehr stark vertreten, Leute, die da gesungen haben und so weiter. Und das habe ich dann so aufgesogen von außen, weil das um mich herum war. Ich habe da 10 Jahre lang gelebt. And Zen Buddhism, as explained in the satsang, my question of who am I, why am I here, led me to a Zen master. And the Zen master is a Japanese person called Roshi Sasaki. And that was my introduction. I was practicing in the monastery as a Zen Buddhist for many years. This was my Zen Buddhistic background, which still is today part of what I do. Also diese Fragen, die ich auch schon erklärt hatte,
und sozusagen, wer bin ich, haben mich in den Zen-Buddhismus dorthin gebracht. Und ich habe praktiziert bei einem Lehrer und gelehrt von einem Lehrer, der hieß Roshi Sasaki. Und dort habe ich in einem Kloster gelebt für mehrere Jahre. And the aspect of Zen Buddhism that catches my attention more today than perhaps before. Before I was practicing many of the dogmatic and ritualistic aspects of Zen Buddhism. Also früher war es so, dass ich vom Zen-Buddhismus eher diese dogmatischen, ritualähnlichen Sachen praktiziert habe und der Aspekt, der mich aber heute eher anspricht und Teil meiner Arbeit ist. For example, eating brown rice and miso is part of a diet in a Zen Buddhist monastery. Also typische Zen-Sachen sind zum Beispiel Reis und Miso und so weiter zu essen. Meditating in a specific form, which is a specific way of sitting and breathing and focusing on something called the koan, which is like a parable. Dazu zählt auch, sich auf bestimmte Art und Weise hinzusetzen, in bestimmten Haltungen, bestimmte Art und Weise zu meditieren und koan, what about it? The meditation focuses on the koan as a mantra. Okay, also die Meditation fokussiert sich als Mantra auf das Koan. I don't use any of those things. I think they're wonderful. More, I focus on the fact that reality is much more than what we perceive and can be understood in action, meaning that it can be understood through eating, through swimming, through walking, through meditating in any specific way that is comfortable for you. So this aspect is more important than the dogmatic or ritualistic Zen Buddhistic forms, which are very Japanese orientated. Also diese Sachen sind zwar wunderbar, aber ich persönlich praktiziere die nicht so. Ich konzentriere mich eher auf diese Art des Denkens, dass die Realität viel mehr das ist, als das, was wir wahrnehmen um uns herum. Die Realität ist in dem, was wir tun, was wir essen, die Aktivitäten, die wir machen, wenn wir meditieren, wenn wir gehen. Überall dort kann das gefunden werden. Which is very much the way the Roshi, the Zen master, was teaching Western students. Not to just not replicate Japanese formulas, but rather to find the way for themselves. So hat dieser Lehrer eigentlich auch gelehrt, und zwar, dass wir nicht einfach nur diese rituale Formeln nachmachen sollen, sondern unsere eigene Form finden sollen. And with shamanism, this is much more in depth, written all about in the book. Basically, I worked in the Amazon forest in South America and was in touch with people who thought, acted, did things in a completely different way than what we do here in Europe or even in most parts of the world today. So what I teach also comes from that reference point, that reality is multidimensional. What we believe to be our reality, our core center of the world, is in fact just one aspect of it. Ich habe auch tatsächlich eine sehr lange Zeit im Amazonas gebracht und mich da mit dem Schamanismus beschäftigt, und dort habe ich wahrgenommen, dass Dinge einfach ganz anders ablaufen, dass Menschen anders reagieren, anders handeln, anders denken, ganz anders sind, und ich habe das auch für mich quasi integriert, dieses Wissen, dass Sachen, dass es immer auf den Referenzpunkt ankommt. Das heißt, dass es noch ganz andere Arten gibt, multidimensionale Arten, noch viel anders, als wir sie hier wahrnehmen in unserer Realität. Wie nimmst du das wahr? Entwickelt sich das Göttliche oder wie man das auch immer nennen mag? Du hast vorhin gesagt, du magst den Begriff nicht, aber die Existenz oder was auch immer, das ist das in der Entwicklung, in der Evolution begriffen oder ist das in sich rund oder vielleicht beides? She's asking whether the divine or God or whatever you might call that force is in the process of evolution or whether it's finished and perfect in itself. That's a wonderful question. That is a question that can't really be answered in words directly, because for me,
I'm going a little bit around the question, I hope you don't mind. Also diese Frage kann man eigentlich nicht direkt beantworten, deswegen werde ich die jetzt mal etwas umrunden. It is impossible for anyone, even if you're enlightened, to totally realize everything. Also es ist vollkommen unmöglich für irgendjemanden, alles vollkommen zu realisieren, sogar wenn du erleuchtet bist oder so bist was. There are moments where it's possible. Es gibt Momente, wo das möglich ist. But mostly as a human being, and this specifically applies to human beings who work and live a normal life, you know, with children, banks, houses, food, pain, suffering, etc. Aber für die meisten Leute mit ihrem ganz normalen Leben, mit der Arbeit, mit den Kindern, Ehen, Beziehungen und so weiter, you know, we create a picture, and that picture can never see another picture. Wir alle erschaffen dadurch ein Bild und dieses wiederum, that picture can never see another picture. Und dieses Bild kann nie ein anderes Bild sehen. So the divine is a picture that is beyond the picture that you're putting on the picture. Also das Göttliche ist quasi ein Bild, das außerhalb des Bildes liegt, das du hast. So really, if you want to understand if there is evolution or no evolution, you have to let go of the picture that is asking that question. Also wenn du die Antwort darauf finden möchtest, auf diese Frage, ob es jetzt nun Evolution gibt oder nicht, dann musst du im Grunde genommen das Bild, das du erschaffen hast, loslassen. Dieses Bild, das diese Frage überhaupt erst gestellt hat. And that is a type of question where there is a dualism. Und das ist so eine Art von Frage, die einen Dualismus beinhaltet. And one is saying, this is evolution and this is non-evolution. Wo es heißt, das ist Evolution und das ist keine Evolution. And that comes from a reference point where things are opposites. Und das kommt von einem Referenzpunkt, wo Gegensätze sind. Das ist das Bild dann. And from that picture you cannot see union. Und von diesem Bild aus kannst du keine Einheit sehen. When you're in union, there is nothing else but that union. Wenn du nämlich in Einheit bist, dann gibt es auch nichts anderes als diese Einheit. So there is no question of is there evolution or no evolution, because it's perfect. Also es gibt also keine Frage von gibt es Evolution oder nicht, weil das an sich perfekt ist. I don't know if it makes sense. Macht das Sinn? Also für mich bleibt die Frage immer noch bestehen. For me, this question is still there. Yes, so I explain it a little bit differently because it's important. Also ich werde es etwas anders erklären, was natürlich wichtig ist. So, if you are specific about your question, wenn du ganz spezifisch bist, was deine Frage angeht, you're asking if the divine is, if I understand correctly what you're saying. Also wenn ich das richtig verstehe, da fragst du, is static, ob das, perfect as it is, das Göttliche quasi, or like a human being. Oder entwickelt sich das ständig weiter und eigentlich wissen wir nicht wirklich irgendwas. Wir sind vielleicht gegründet in einem tiefen Vertrauen oder einem tiefen Wissen oder Verstehen, ohne jetzt Einzelheiten zu wissen. Und wir sind eigentlich ständig an der Spitze einer neuen, weiteren Entwicklung des Ganzen. Are we always on the brink of a new development, new evolution? Is there always a process behind it? When you say us as people or the divine? Sagst du jetzt das Göttliche? Das Göttliche, the divine. Is the divine in a process of evolution? Ja, ist das Göttliche in einem Prozess der Evolution? Okay, we have to find a way of answering that without going into the esoteric, complicated language that I've just used. Also wir müssen jetzt versuchen, das zu beschreiben, ohne diese komplizierte esoterische Sprache zu benutzen, die ich gerade eben benutzt habe. Yes, there is. Ja, das gibt es. Until you stop. Bis zu dem Punkt, wo es nicht mehr da ist. And when you stop, und wenn du aufhörst, when you get to a place where it's perfect, then the divine is equal. Und in that space of perfection where there is no evolution. Wenn du bis zu dem Punkt, wo du an dem Raum angekommen bist, wo alles perfekt ist. Do you follow what I'm saying? Kannst du dem folgen? As long as a part of you is not perfect, solange ein Teil von dir nicht perfekt ist, the divine is not perfect. Ist das Göttliche nicht perfekt. Because that's your perception of the divine. Weil das deine Wahrnehmung des Göttlichen ist. But behind that picture, if you were able to jump out of yourself,
and see another reality. Aber hinter diesem Bild, also wenn du jetzt zum Beispiel in der Lage wärst, aus diesem Bild auszusteigen, You'd realize und dann würdest du realisieren, that's just your picture. dass das nur dein Bild ist. Schwer zu verstehen. It's difficult to understand. It's very difficult to understand, and perhaps a wonderful way of understanding this is in the Muslim religion. I just bring this because it's amazing if you go to some of the architecture of the Muslim religion, the ancient, not the modern, the ancient architecture, like the Alhambra in Spain, for example. Also ich gehe jetzt mal zurück auf eine muslimische Sache, und zwar, wenn du dir die Architektur da anguckst, die uralte Architektur der Muslime, zum Beispiel das Alhambra in Spanien. And it's very interesting to see compared to, for example, the architecture of some cathedrals or churches. Wenn man das vergleicht mit der Architektur von Kathedralen und Kirchen. You know, when you go to a cathedral, Catholic, a lot of pictures, a lot of symbols, a lot of meaning behind the architecture. It's built in a way, for example, it's very, it makes you look up into the sky. You know, when you look up at the ceiling of the cathedral, and it's very expansive. And it's the message in the cathedral, there is something bigger than you out there. That's the feeling I get when I walk into a cathedral. It's big, spacious. Also das ist ganz anders, wenn man zum Beispiel eine Kathedrale betritt. Das ist dann voll mit Botschaften und Symbolen und allen möglichen Dingen. Und man hat das Gefühl, man muss ausschauen nach oben, weil das so groß ist. Und die Botschaft, die einem übermittelt wird, ist, da ist etwas Größeres außerhalb von dir selbst, etwas Riesiges. And then you go into, you know, an ancient mosque, and the feeling is totally different. Und wenn du in eine Moschee gehst, in eine uralte, dann ist das Gefühl ganz anders. There are no pictures. Da sind keine Not one Bilder, picture. nicht ein einziges Bild. It's believed if you have a picture, you're depicting your interpretation of the divine, which cannot be as real as the divine itself. Weil nämlich die Vorstellung ist, es gibt keine Bilder, weil die Vorstellung ist, dass man nicht etwas darstellen kann, das Göttliche nicht darstellen kann, weil es dann nur so dargestellt werden würde, wie deine eigene Wahrnehmung ist und nicht so, wie das Göttliche in der Realität wirklich ist. But at the same time, Aber there is a picture. Aber gleichzeitig gibt es auch ein Bild. Because if there was no picture, there would be no structure. Weil wenn es kein Bild gäbe, dann gäbe es auch gar keine Struktur. And there is an obvious structure. If you've been to the Alhambra, people think it's so incredibly beautiful. There is a structure. Also es gibt schon eine Struktur, weil wenn die Leute da hingehen, dann finden sie es so wunderschön. But the structure is mathematical. Aber diese Struktur, dieser Aufbau ist mathematisch. And mathematics is the same structure that is in all nature. The structure of a tree, the structure of all natural phenomena that we are surrounded by. There is a whole mechanism of arithmetics and algebra that is equal in everything. Also die Struktur, die benutzt wird, sind diese mathematischen Gesetze, die in der gesamten Natur, weder ob es nun ein Baum ist oder was auch immer es sein mag, die da vorherrschen. Diese Gesetze werden benutzt. So that structure invites you to comprehend the uniqueness of that space. Also diese Struktur lädt dich ein, die Einzigartigkeit dieses Raumes zu erfahren. Free of other pictures. Ganz frei von anderen Bildern, die du vielleicht The hast. concept of God. Das Konzept von Gott. Concept of God being good or bad. Oder das Konzept, dass Gott gut oder böse ist. Great or outside or inside. Dass Gott groß ist oder außerhalb von uns selbst oder in uns selbst. Somewhere in the clouds judging your actions as good or bad, or somewhere inside where you judge yourself. Oder vielleicht in dir selbst oder oben auf den Wolken. You know, the structure is totally free of that dualism because it's natural. It's a structure that is beyond any structure that you've created in your mind. Diese Struktur ist deswegen frei, weil sie ganz anders ist als die Struktur, die du vielleicht in deinem Verstand an dir aufgebaut hast. It's like when we see the color green in a tree. Es ist genauso wie wenn wir die Farbe grün in einem You know, Baum we sehen. don't ask the questions, it's just green. It is. Wir fragen gar nicht die Frage, weil es ja einfach grün ist. So it's the same with asking, is the divine in a process of evolution? Das ist genau das Gleiche, wie wenn wir fragen, ist das Göttliche in einem Prozess der It's an Evolution? amazing question because of course, you know, we can say, is today different from 1,000 years ago?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil wir natürlich auch fragen können, ist heute anders als vor 1000 Jahren? And if it's not different, why isn't it different? Because what is the meaning of all this evolution that we've had to undergo as people and as a world, as a whole life form? Und wenn es nicht anders ist, was ist dann die Bedeutung hinter dieser ganzen Evolution, die wir durchgemacht haben als Menschheit, als Lebensform? You know, what is evolution about? Why do we starve? Why do we die? Why do we, you know, do all these mundane, lovely things that happen to everyone? Dinge, die jeden Tag passieren. Weißt du Antworten auf diese Fragen? Do you know the answers to these questions? Of course. Ja, klar. Und woher weißt du, dass das, was du sagst, was du empfindest und erlebst, dass das die Wahrheit ist? How do you know that what you say and feel is the truth? Well, it's obvious. Es ist doch klar eigentlich. It's like, how do you know when you're in love with someone? Also das ist ja genau wie wenn du fragst, wie weißt du, dass du in jemanden verliebt bist? You touch upon a space that says, this is love. Weil du einen Raum dort berührst, der sagt, das ist Liebe. Do you follow what I'm saying? Kannst du mir folgen? The Ja, space aber is real for you, but it's only me that can say. Ja. Dieser Raum ist wahr und real für dich. I know. And then what I can say, I know, and this is why I know, and I can explain in words, in actions, in certain ways of doing things, what this means, so that reference point is not just in words, but is transmitted to people who are around. Ja, aber was macht dich sicher, dass das deine Wahrheit ist und nicht deine Wahrheit, sondern die Wahrheit ist und nicht nur deine Wahrheit? So, how do you know it's the truth as opposed to just your truth? The truth? What is the truth? Was ist die Wahrheit? Gute Frage. Good question. Yes. And what is your truth? Was ist deine Wahrheit? It's the same. Das ist das Gleiche. Natürlich. When you get to the essence, it's in the middle of everything. Wenn du zu dieser Essenz kommst, dann ist es in allem. We are human beings. We have expressions and unique aspects. We're like this, we're like that, you know, but the essence of what is our core is the same. Also wir sind menschliche Wesen, wir haben verschiedene Aspekte unserer selbst, aber die Essenz, der Kern ist der gleiche. And that sameness, when experienced, is what is union. Und diese Gleichheit, wenn die erfahren wird, das ist dann Einheit. You know, I use love because I suppose that action is the most understood, close reality to the truth, as you say. Also ich benutze hier die Liebe, weil das wohl das Phänomen ist, was am weitesten verstanden wird als Wahrheit. You know, when people fall in love, it's not infatuation. Well, infatuation meaning, oh gosh, I'm so in love with this person, it feels good. Also wenn Leute sich verlieben, dann ist das nicht dieses Gefühl von, oh mein Gott, das fühlt sich so gut an. But it's the sense of closeness that you feel. Sondern die Nähe, die man spürt. And that closeness is a picture that is as close for most people as they get to the closeness that it is to experience the divine. Und diese Erfahrung, die da ist, das ist das Nächste, was man sich vorstellen kann zu dem Göttlichen, zu der realen Erfahrung. You know, the divine, you can say, is like the blood in your body. You know it's there, but there is no concept of it. It's not like your hands when you touch something hot, it burns and you say, oh, that's my hand burning. It's beyond. It's inside everything. It's also das Göttliche ist wie das Göttliche ist wie das Blut in deinem Körper. Es ist nicht so, dass wenn du was anfasst, dann denkst du, ach, das ist heiß, sondern das ist immer die ganze Zeit da. Das ist überall. Das ist allpräsent. But it's even closer to you than your own blood. Also, aber das Göttliche ist sogar noch näher an dir dran als dein eigenes Blut. You can't experience that. You have to experience that through one of your actions. Aber du kannst das nicht erfahren in seiner puren Form. Du kannst es nur erfahren durch einer deiner Taten oder Aktionen oder was du tust. And that is why we have the dramas of life. Und das ist, warum wir die Dramen des Lebens haben. That's why we have suffering. Das ist, warum wir Leiden haben. It's not a punishment like some people say. It's actually a gateway to experiencing what the divine, the compassion in the divine is like.
das ist keine Strafe, wie viele Leute sagen, sondern das ist eigentlich ein Tor dazu, die Liebe und das Mitgefühl zu erfahren in uns. When you cry more than you've cried any time in your whole life, Also wenn du mehr weinst, als du jemals in deinem Leben geweint hast, your evolution at that point may be judged as going downhill. dann sagen vielleicht Leute, dass deine Evolution den Bach runtergeht. And then, all of a sudden, you've cried so much, there is no space for crying. Und vielleicht ist es so, dass du so viel geweint hast, dass es überhaupt keinen Raum mehr gibt zum Weinen. And you just begin to laugh. Und dann fängst du einfach an zu lachen. And where's the evolution of laughing? Und wo ist die Evolution des Lachens? It's closer to the divine than anything. Das ist näher am Göttlichen als alles At least andere. that's your sense. You laugh and you think, my gosh, I can understand it. Zumindest ist das, was du spürst, weil du das Gefühl hast, ja, ich lache und ich verstehe das. 2 moments ago you were crying. Aber And you felt far removed. vor einem Moment nur da warst du am Weinen und hast dich so weit weggefühlt und But separat. what's happened to the divine? Has it all of a sudden moved closer and moved further away in that process of evolution that you've experienced? Also was ist mit dem Göttlichen passiert? Ist es in diesem Prozess näher an dir dran gewesen und weiter weg? No, the divine is there. Nein, das Göttliche It's ist einfach only you. da. Das ist einfach nur du, That's changed focus. das die Perspektive geändert hat. And that's the whole purpose. Und das ist der ganze Zweck. That you open your picture Und dass du dein Bild öffnest, so it's closer to that of the divine. so dass es näher ist an dem Göttlichen. And there is no evolution. Und da gibt es keine Evolution. Ja, aber das hört sich ja immer so an, wie wenn man nur was machen müsste oder wie wenn man sich nur öffnen müsste oder irgendwie ist ja immer alles ganz einfach. Well, it sounds like it's also easy. Always it's To open up. You have to open up, or you have to just do this and that. It's not easy at all. Nein, das ist nicht einfach. It's Das ist gar as nicht einfach. easy in this sort of new age world of let's do this, and then when you do this, everything happens like this. Also es ist, it is. In the New Age philosophy. Also in dieser New Age Einstellung ist es vielleicht einfach dieses, du musst nur einfach das machen oder das und dann funktioniert das schon. But it's never that easy. Ja, aber es ist niemals so einfach. It's life. Das ist Leben. And actually, life has so many aspects that need to be experienced, and you need to experience those aspects before you can transcend them or move beyond them. Also das ist einfach das Leben und da sind einfach diese verschiedenen Aspekte und Erfahrungen, die du durchleben musst, bis du zu dem Punkt kommst, wo du die so transzendieren kannst. So if you're angry, Also wenn du wütend you bist, can't just say, okay, I let go of my anger, and it's easy. dann kannst du nicht einfach sagen, okay, ich lasse jetzt einfach die Wut los und dann ist alles einfach. Because that will be just on one level. Weil das ja nur auf einer Ebene wäre. You have to feel the anger. Du musst die Wut spüren. And then when you feel the anger in that moment, ask yourself, is this it? Und wenn du die dann spürst in diesem Moment, Is die this what Wut, I am? dann fragst du dich, ist das alles? Ist das, wer ich bin? Or is there something behind it? Oder ist da etwas dahinter? When you do that, Wenn du das consciously, tust, wenn du das bewusst tust, in that moment, in diesem Moment, there is no place for anger. dann gibt es überhaupt keinen Raum But you für. have to go through that process. If Aber you're angry, du musst durch diesen Prozess durchgehen, wenn du if wütend you're bist. angry at your parents because they never let you do what you wanted to do, Wenn du for zum example, Beispiel wütend bist auf deine Eltern, weil sie dich niemals das machen lassen, you can't just say, was okay, du I'll let it möchtest, go. dann kannst du nicht einfach sagen, ja, okay, ich lasse es einfach fallen. It doesn't work. You know, Das because funktioniert nicht. there is so much more to us as human beings. Weil da so viel mehr dahinter steckt bei uns menschlichen It's Wesen. not just letting go, it's being real. Es hat nicht nur mit Loslassen zu tun, sondern auch mit wirklich echt Dasein. And being real takes courage. Und ehrlich mit sich selbst zu sein, dafür braucht man schon Mut. It takes a lot. It takes you being honest to yourself and to others. Du musst wirklich ehrlich mit dir selbst und mit anderen sein. Most people aren't. Das sind die meisten Menschen nicht. They go and delude themselves without knowing that they're Die doing this. stellen sich Dinge vor, bilden sich Sachen ein. I'm this, I'm that. Ich bin dieses, ich bin jenes. I'm married, Ich bin I'm a verheiratet. postman, Ich bin ein Postbote. I'm enlightened, Oder ich bin I'm not erleuchtet. enlightened. Ich bin nicht Whatever, erleuchtet. labels. Je nachdem, das sind alles nur And Bezeichnungen. they invest all their energy, all their concept of who they are into that space. Und die investieren alle ihre Energie in dieses Konzept von wer sie What are you sind. going to let go of? Oder was willst du You have to let loslassen? go of the whole building Du musst dieses ganze that created that concept in Gebäude, the first place. das dieses Konzept erschaffen hat, musst du loslassen. It's a big job. Das ist eine große Aufgabe.
Otherwise, why do people sit in monasteries and meditate? Wie kommt es sonst, dass Leute in Klöstern sitzen und meditieren? If it was as easy as letting go, then you just say, let go. Wenn das so einfach wäre wie loslassen, dann würdest du einfach sagen, loslassen. Und dann hätte sich die Sache erledigt. Everyone can read that in a book or can hear it from a friend or some wise so-called enlightened person can say, just let go. Jeder kann es ja in einem Buch lesen oder von Freunden hören oder von einem Lehrer einfach loslassen. But you have to know what you're letting go of. Aber du musst schon wissen, was du da loslässt. You have to know that there is something to let go of. Und du musst schon wissen, dass da etwas ist, was du loslässt. If you're not conscious of what you're letting go of, how can you let it go? Also wenn du dir nicht bewusst bist, was du loslässt, wie kannst du es dann If loslassen? you're not conscious, wenn du dir nicht darüber bewusst bist. what do you do? Was tust du da? You just carry on in your addictive, old, programmed way of doing things. Du machst dann einfach weiter in deiner alten, süchtigen Art und Weise, die Dinge anzupacken. Which is usually nothing. Und was eigentlich nichts It's ist to keep the status normalerweise, quo. sondern einfach nur den Status quo beizubehalten. It's a deep question, so I understand that you are understanding some aspects of what I'm saying. Das ist eine sehr tiefgehende Frage und ich verstehe, dass du einiges von dem, was ich gesagt habe, verstehst. Ja, aber was hat die Existenz zum Beispiel für einen Nutzen davon, dass ich zwar eigentlich an mein tiefes inneres Sein dran möchte, aber nicht kann? Also dieses blöde Versteckspiel irgendwo, was mir ja schon lange nicht mehr gefällt. Kannst du das nochmal sagen? Ja, warum habe ich, vielleicht ist die Frage warum habe ich nicht die Macht zu sagen, ich möchte jetzt das nicht mehr? Warum sind wir so machtlos? Why are we so powerless? Why don't we have the power to say, I just want to let that go? Und was hat die Existenz davon, dass sie uns in dieser Machtlosigkeit lässt? What does the existence... But see, I understand that question. Yeah. See, that is your concept. Das ist dein Konzept einfach. It's not Ja, aber was hat die Existenz davon, dass ich dieses Konzept habe? Welche Existenz meinst du, das Göttliche? Das Göttliche. Okay, what does the divine get from this whole thing of from making you suffer. Yes. Of leaving you powerless and having you But suffering. how do you know that it's the divine doing that and not yourself? Aber woher weißt du, dass es das Göttliche ist, dass es das tut und nicht du selbst? Weil ich ein Teil des Göttlichen bin. Because I am part of the divine. Yes, of course. Ja, natürlich. But is the part of you that feels helpless part of the divine? Und ist der Teil von dir selbst, der sich hilflos fühlt, Teil des Göttlichen? Ja, und was habe ich dann davon? What do I get from that? So. What do you get? What do you get? Answer the question. If Warum, you have the warum, question, you have to warum, answer. warum ist das so? Warum ist es nicht anders? Why is it that way and not different? What, like an angel, you mean? Where Nein, warum everything's müssen wir durch diese ganzen Erfahrungen durch und irgendwie vermeintlich das gibt ja immer irgendwelche Gründe oder es gibt irgendwelche Why do I have Erklärungen. to go through these processes? What are the, because people say there are You always don't- reasons behind you don't it have to. and there are explanations. Ja, aber ich habe die Macht nicht zu sagen, ich will nicht mehr. But I don't have the power to say I don't want that anymore. Of course you do. Doch, natürlich. You do? I see that you don't believe it. but Ich you habe das do. Gefühl, dass du das nicht glaubst, aber doch, das hast du. You know, you're a human being. Du bist ein menschliches Wesen. And so you have expectations and ideas Du hast that are human. Erwartungen und Ideen, die menschlich sind. And those are strong, you Und die know. sind sehr stark. And this idea that you're helpless has some truth to it. Und Yes, of diese course. Idee, dass du hilflos bist, die hat auch ist in gewisser Weise auch real. Because yes, we have a lot here in the world that we have to deal with on some level. Ja, weil es natürlich stimmt, dass wir bestimmt viele Dinge hier haben, mit denen wir klarkommen müssen auf dieser Welt, auf einem Warum? bestimmten Ebene. Warum? Why? Also ich stelle mir schon lange die Frage nach dem Warum und ich gehe immer tiefer in dieses Warum. Ich frage also zum Beispiel nicht, wie viele das vorschlagen, wer bin ich, sondern ich frage mich, warum ist das so? She says her question is really not who am I, but Yes. why. do I have to go through this? Yeah. No, not Why? Just No. why? Why? Just why? Why not? Warum nicht? Why not? Warum nicht?
Ja, vielleicht, weil ich es nicht lustig finde. Because I don't nicht lustig. Ja, ich finde es nicht lustig. I don't find it funny, right? Well, I do. Aber ich finde es lustig. I really think it's a wonderful theatre. Ich denke, das ist ein super Theater. I'm not saying that to contradict what is suffering and what people feel. You know, also ich I sage totally das understand. nicht, um dem zu widersprechen, dass Leute leiden in einer Weise. Das möchte ich gar nicht. But, you know, what I'm trying to pinpoint, which is difficult to explain in words because this is such an esoteric question. Also den Punkt, den ich machen möchte, und das ist sehr schwierig darauf zu kommen, weil das so ein esoterisches Thema ist. You could step into a room and everyone is laughing. Du könntest einen Raum betreten und jeder lacht. And you will just laugh. Und du It wirst will auch be lachen. like a cosmic laughter and you'll just think, Das ist wie kosmisches what an Gelächter. incredible space to be in. Und was für ein wunderbarer Ort, um dort zu sein, denkst And then you du. could step into another room and everyone is crying. Und dann könntest du einen anderen Raum betreten und jeder weint. And you'll stay there, maybe, you know, it doesn't affect you the first few minutes, but after a while, Vielleicht hat es keinen Effekt in den ersten paar Minuten, aber nach einer Zeit auf jeden Fall. and we've stepped into a world, you are telling me, this is your world, where it's suffering. Und du hast eine Welt betreten, diese Welt hier, wo Leiden ist. It's possible to step out. Du kannst auch heraustreten, It's on some level, auf einer bestimmten Ebene. and this is not to sound pompous or big-headed or Also anything like das that. soll jetzt nicht irgendwie pompös klingen oder arrogant oder so. On some level, there is a choice. Auf einer in our bestimmten actions. Ebene ist da eine Wahlmöglichkeit in unseren Taten. And maybe that choice is made a long time ago, maybe not today when you're suffering with whatever you're feeling today. Und diese Wahl wurde vielleicht vor langer Zeit getroffen, also nicht heute, wo du leidest, sondern von einiger Zeit. But that choice is made. Aber diese Wahl wurde getroffen von And you dir. have the exact same power that made that choice to make a different choice. Und du hast genau die gleiche Kraft und die Möglichkeit, eine neue Wahl zu treffen, wie du auch damals hattest, als du die Wahl getroffen hast. But if you're in a room where everyone is crying, Aber wenn du in diesem Raum bist, wo jeder am Weinen it ist, seems like you're helpless because every reference point brings you out of that power space where you can take a step out of that room and go to a totally different space. dann scheint es so, als ob du hilflos seist, weil jeder Referenzpunkt, den du in diesem Raum hast, dieses Verzweifelte ist und du nicht das Gefühl hast, dass du austreten kannst, weil du Hilflosigkeit um dich herum hast. When your heart has pain, Wenn dein Herz Schmerzen spürt, difficult to have a space where you feel something else, joy. dann ist es natürlich schwierig, diesen Ort zu finden, wo du Freude In that empfindest. moment, it seems that the pain is all there is. You forget the joy, or there is a distant memory of joy. In diesem Moment scheint es so, als ob der Schmerz das Einzige ist, was da ist und du vergisst die Freude, die du mal That's gespürt what we hast. need to focus on. Das ist, worauf wir uns konzentrieren müssen. Not what we think is the reality, but what is real. Nicht das, was wir denken, was die Realität And ist, your sondern das, was question wirklich real of ist. suffering. Und was ist dann der Unterschied zum positiven Denken? And what's the difference to just positive thinking? No, I'm not saying to focus on positive thinking. Ich sage nicht, dass wir uns auf positives Denken But konzentrieren that the müssen, suffering, the idea of pain, sondern dass die Is Idee des Leidens, des Schmerzes, is not the full picture. Dass That's das nicht just das- part of the picture. dass das nicht das ganze Bild ist, sondern nur Teil des Bildes. To step out, then you see the picture that's behind it. Und wenn du da raustrittst, dann siehst du das Bild, das dahinter steht. Do you see what I'm saying? Verstehst du, was ich sage? So, you know, it's like a person who's alcoholic. Also es ist wie eine Person, die Alkoholiker You ist. cannot help them Du kannst ihnen nicht helfen, by saying, stop drinking the alcohol. indem du dann sagst, hör einfach auf, It's Alkohol. destroying you. Es zerstört dich. You know, they have to make that choice for themselves. Die müssen diese Wahl selber treffen. They have to say, the alcohol has been destroying me. My experience of alcohol is destruction. If they're alcoholic and it is destroying them. Die müssen selber zu sich sagen, der Alkohol zerstört mich. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, der Alkohol And then zerstört they mich. begin to question, Und dann beginnen die das zu hinterfragen. is there something else Gibt es etwas than this picture that anderes I'm creating? als das Bild, das ich im Moment erschaffe? Is there something else? Gibt Or is es- this my reality? Oder ist das meine Realität?
So then actually the reality is positive because they can go deeper than anyone else because they question, the alcoholic will question things that most people will never question. Also ist die Realität eine positive, weil diese Menschen viel, viel tiefer gehen als Menschen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben. You know, if you're happy, you know, you're saying positive thinking and you go and everything is okay, you can never go so deep. Also, because everything is okay. Wenn du einfach glücklich bist und sagst, alles ist in Ordnung, dann wirst du niemals so tief gehen, weil ja alles in Ordnung ist. Ja, das funktioniert ja gerade nicht. Ich habe das schon versucht mit dem positiven Denken. Das funktioniert nicht. It doesn't work, positive thinking. I've tried it. No, but it's not positive thinking. See, that's Aber das ist nicht positives Denken. The alcoholic can't say, okay, I've got to think of something positive. Der Alkoholiker kann nicht daherkommen und sagen, okay, ich denke mir jetzt was Positives. You know, forget my problems that I'll drown in the alcohol. You know, I will think my alcohol problem doesn't exist, and I will just think of a nice white bubble that embraces my feeling, and then I feel good. Zum Beispiel sage ich mir als Alkoholiker dann, ja, ich stelle mir vor, dass mein Alkoholproblem überhaupt nicht funktioniert und ich stelle mir vor, dass hier eine wunderbare weiße Blase ist, die vor sich hin blubbert und so, alles ist schön und gut. It's like, okay, I have a rubber and I'll just rub away my problems. Also, als ob ich sagen würde, ich werd das einfach ausradieren. Doesn't work that way. So funktioniert das nicht. It's not my way. You have to be more honest. Du musst ehrlicher sein, echter sein. You say, okay, I have a problem. Du musst dir sagen, okay, ich habe ein Problem. There is a problem. Ja, hier ist ein Problem. Here it is, it's obvious. Ja, I'm drinking myself to death. Ja, es ist ganz klar, ich trinke mich hier zu Tode. I'm miserable. Ich bin unglücklich und das ist der Grund, warum ich trinke. You know, the alcohol bottle und die Alkoholflasche, ja. is the symptom. Und das ist das Symptom. What is the cause? Was ist der Grund dahinter? That's when you begin to question. Das ist, wenn du anfängst zu hinterfragen. And when you ask yourself that deep, real question, that deep, honest question. Und wenn du anfängst, dir diese wirklich tiefgehende Frage zu stellen, you're closer to the divine. Dann bist du näher am Göttlichen. And synchronicity happens. Und Synchronizität passiert. And you find a room, you open the door. Und du findest einen Raum, du öffnest die Tür. That is totally different. Und dieser Raum ist vollkommen anders. And you can't believe that room was right beside the room that you were in just 2 minutes ago. Und du kannst dir nicht vorstellen, dass dieser Raum, den du gerade betrittst, genau neben dem ist, den du vorhin betritt hast. And you can't believe that for 10 years you've been drinking yourself to death. And you ask, what am I doing? Und du verstehst nicht, dass du dich seit 10 Jahren zu Tode trinkst. Und du fragst dich, was tue ich hier eigentlich? Why have I been doing this? Warum habe ich das getan die ganze Zeit? Because you're unconscious. Weil du unbewusst bist. Du weißt es nicht. See? So the question that you're answering, the question that you're asking me and I'm trying to answer. Also die Frage, die du mir stellst, die ich versuche zu beantworten, comes from a space. Die kommt von einem Ort, which is not real. Der nicht real ist. You know, it's your idea of reality. Das ist deine Vorstellung der Realität. We have to snap out of it, but you Wir müssen can da do rauskommen. Du kannst es machen. If you believe you can't do it, you'll never do it. Wenn du denkst, dass du das nicht kannst, dann wirst du es auch niemals schaffen. It's been done before. Es wurde schon getan. And will be done again many times in the future. Und es wird noch viele Male geschehen, wenn du an eine Zukunft glaubst. It is easy. Es ist ganz einfach. But it takes the first step. Aber der erste Schritt muss getan werden. The first step Und der erste Schritt is to believe, to have faith. Der erste Schritt ist, den Glauben zu haben. Also das heißt, im Wesentlichen geht es darum, Vertrauen zu haben. So essentially it's about having trust. Of course. Ja, natürlich. Isn't that what love is? Ist das nicht, was Liebe ist? When you meet someone that you fall in love with, isn't it saying, I trust myself enough to open to that person, to open to myself? Ist das nicht das, was passiert, wenn man sich in jemanden verliebt? Dass man das Gefühl hat, ich vertraue mir selbst, dass ich mich hier öffnen kann? To show my feelings, to show my pain, to show my vulnerability, to show my sensitivity, to show my joy, to show everything. Meine Verletzlichkeit zu zeigen und meine Liebe zu zeigen und alles zu zeigen, was in mir ist, offen zu legen. If you don't trust that part of yourself, you'll just be like many people who fall in love and it's just a superficial, sexual, superficial, emotional game. Wenn du dir selbst da nicht vertraust, dann ist das nur ein oberflächliches sexuelles Spiel, was sich da abläuft oder emotionales auch, was viele Leute machen.
Also ich stelle mir das so vor, es mag ja eine Vorstellung sein. Okay, this is the way I imagine it, and maybe it's just imagining it. Wir haben irgendwann angefangen, ein Spiel zu spielen und haben vergessen, dass wir das Spiel spielen und sind immer tiefer in das Unglück reingekommen, weil wir eigentlich raus wollen, weil wir eigentlich ein anderes Spiel anfangen wollen und wissen nicht mehr, wie wir das beenden sollen. And we started playing a game and we've forgotten that we are playing the game, and we've been sinking into the game, and now we want to get out of the game, play a different game. A wonderful picture, yes. Sehr schönes Bild, ja. Und das Vertrauen reicht nicht aus. And the trust that we have is not enough to get us out. Das heißt, der Verstand versucht, so weit er gehen kann, eine Grenze, wo das über das Vertrauen hinausgeht, wo ein tiefes inneres Wissen entsteht, wo Vertrauen nicht mehr nötig ist. Okay, the mind starts to overwhelm this trust we have inside us to build up this deep inner knowledge. Und das ist der Flügel der Weisheit, der gleichzeitig mit dem Flügel des Mitgefühls schwingen muss. And that's the wing of the wisdom on one hand that has to be in tune with the wing of der Flügel der was? Des Mitgefühls oder der Liebe. The wing of love or compassion, they have to be in tune. And then you can fly. Und dann kann man fliegen. Then, yeah. I understand. And this is why when you meet someone who touches that part of you that helps you to fly, like someone that you fall in love deeply with, it's easier to fly than when you're stuck in a place where you can't see that trust opening up in any other way than what has been your conditioning, what has been your program. Das mag funktionieren, wenn man sich glücklich verliebt. Was ist, wenn man sich unglücklich verliebt? Maybe that works when you fall in love happily, but what if the other person doesn't love you in that sense and your love is not returned? It doesn't really matter, because if someone falls in love, the main aspect is that trust is opened. So whether that person loves you or doesn't love you doesn't really matter. But in the deepest sense, if you open yourself up completely, you become irresistible, and the person on some level will fall in love with you. Also es macht eigentlich keinen Unterschied, weil du ja diese Ebene des Vertrauens und des sich Öffnens darlegt. Wenn du dich aber wirklich ganz und vollkommen öffnest, wirklich von tief innen, dann wirst du so unwiderstehlich, dass die andere Person auch auf eine Art doch sich in dich verliebt. I mean, relationship is complicated because at times then other aspects of personality come into the relationship and love loses its higher quality. Also Beziehungen sind natürlich kompliziert, weil oft viele Persönlichkeitsaspekte noch hineinkommen in diese Beziehung und dadurch die Liebe ihre einzigartige Qualität verliert. And this is why, and you know, many people in Germany, in the West, say, do you need a reference point? Und das ist, warum Can you not find it inside of yourself, by yourself, independently from anything else, so you're not dependent on anyone or anything? Und das ist der Grund, warum jetzt viele Leute in Europa und auch in Deutschland sich fragen, brauche ich überhaupt diesen Referenzpunkt außerhalb von mir selbst? Kann ich den nicht in mir selbst finden, sodass ich mir selbst genüge? And I laugh at this because many people say, we don't need like a teacher or anyone to tell us what to do. We can do it by ourselves. Und ich lache darüber, weil viele Leute ja sagen, ich brauche keinen Lehrer oder irgendetwas, der mich das lehrt. And I say, well, if that was the case, then what is love? Aber ich sage, wenn das wirklich so ist, was ist Liebe? Isn't love finding a reference point that is not just inside, but in the world that you live in? Ist denn nicht Liebe auch ein Referenzpunkt außerhalb von dir selbst zu finden, der in deinem Umfeld ist, in der Welt, in der du lebst? Your bridge, so that you can fly higher and higher and higher. Der deine Brücke wird, so dass du immer höher und höher und höher fliegen kannst. I remember in the Amazon, I fell in love with a tree. Ich kann mich noch erinnern, im Amazonas habe ich mich in einen Baum verliebt. No. I thought it was impossible before. I thought a tree is a tree, you know. Ich dachte vorher, das sei unmöglich. You don't have feelings for trees, you know. Du hast keine Gefühle für Bäume. But I really did fall in love with a Aber tree. ich habe mich wirklich in einen Baum And you verliebt. can fall in love with everyone. Und du kannst dich in jeden verlieben.
Ist das der Punkt, an dem die Synchronizität stattfindet? Is that the point where synchronicity happens? Exactly. Ja, genau. Because then the tree speaks to you in its language. Ja, weil dann der Baum mit dir spricht in seiner Sprache. And the language of the tree is divine. Und die Sprache des Baums ist It's like the göttlich. language of love. Ist genau wie die Sprache der If it's Liebe. pure, Wenn die free from pur anything ist else, und frei von allem, it's pure love. dann ist es pure Liebe. And then you see the divine Und dann siehst du das reinforced inside Göttliche, yourself wie because das forciert wird in dir selbst. you hear it, you sense it, you feel it, you see it. Weil du you es überall experience it. siehst und erfährst und siehst und And spürst. then one thing leads to another. Und eine Sache führt zur anderen. And you look away from the tree and you look at something else and you fall in love with whatever is looking at you back. Und dann schaust du vom Baum weg und schaust dir was anderes an und verliebst dich in das, was auch immer da ist. The alcoholic. You look at the alcoholic and you Sure. fall in love with their soul, their essence, their Und- being, their und- personality, Du siehst den their dysfunction, everything. Du siehst den Alkoholiker und du verliebst dich in seine Essenz, in seine Seele, in sein ganzes Sein, das, was er ist. And then, is he good? Is he bad? Und ist er gut Doesn't oder enter your schlecht? mind because you're beyond that. Das kommt dir gar nicht in den Sinn, weil du außerhalb dessen And bist. in that moment, that bridge which is built Und in diesem Moment, wo diese Brücke gebaut wird, allows both people to expand beyond the suffering. das erlaubt den Leuten, sich auszuweiten, weit hinaus über dieses Leiden, To a more pure space. zu einem viel pureren Ort. That is why we need love. Das ist der Grund, warum wir Liebe brauchen. That's why I believe today, more than any other time in the whole evolution of recent history, Das ist, warum ich glaube, dass jetzt zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte mehr als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte it's more important to have a clear guide, es ist wichtiger, a real guide, an honest guide. eine Leitung zu haben, eine richtige Führung. Not just nice words or Nicht nice nur nette Worte logical oder concepts, logische Konzepte, but someone who understands sondern jemanden, der what that space versteht, is. was dieser Ort innerhalb von uns Throughout ist. history, we've had people who bring that light into the world, Durch die Geschichte hindurch haben wir Leute gehabt, die dieses Licht in die Welt tragen. but it's difficult to find. Aber es ist sehr schwer And zu actually, finden. mostly those people are never recognized. Und oft ist es so, dass diese Until Leute gar nicht after they erkannt werden, bis sie sterben. You can take someone like Jesus or Zum Beispiel Osho or whoever, Jesus all oder the Osho. interesting people. If you Interessante believe that Leute, they were enlightened, wenn du denkst, dass sie erleuchtet you waren. see that really their power only comes later. Ihre Kraft die kommt eigentlich, nachdem sie gestorben Because sind. they work on a dimension that is not related to this dimension that we're in. Weil die auf einer Dimension arbeiten, die keine Verbindung hat zu dieser They're not Dimension. political, Die sind nicht politisch. you know. They're not judgmental of pain and suffering. They don't have the same reference points. So it seems very strange and distant from what we know and experience as human beings. Die bewerten nicht das Leiden oder den Schmerz und dadurch erscheint es uns, dass sie einen ganz anderen Referenzpunkt haben, als wir das tun. But I believe it's important because without it, the world, as we know it today, faces many, many difficult points. Aber Just like the alcoholic. ich glaube, dass das sehr wichtig ist, weil die Welt, die wir heute haben, sehr mit vielen schwierigen Punkten konfrontiert ist, genau wie die Where we Alkoholiker. will get lost in our pain and suffering and destroy ourselves. Ja, wo wir verloren gehen in dem ganzen Schmerz und den Leiden und uns selber zerstören werden. Gibt es eine Vision, die du für diese Welt hast? Oder, ich meine, darf man das überhaupt haben, eine Vision? Do you have a mission for this world, or are you even allowed to have a mission for this world? I have no vision. Nein, ich habe keine Mission. Und gibt es einen tiefen Wunsch, den du hast? Is there a deep wish you have? A deep wish, no. Nein. No, I'm happy as everything is. Ja, ich bin glücklich, so wie es ist. I mean, if you ask me for a deep wish, well, Naja, wenn ich nach I einem look forward to tiefen my Wunsch- sleep this evening. Also ich freue mich schon aufs Schlafen gehen heute Nacht. But at the same time, I look forward to Aber talking gleich- to people, meeting people. Gleichzeitig freue ich mich auch darauf, Leute zu treffen und mit I ihnen zu live very sprechen. much in the moment. Ich lebe sehr im Jetzt. Yesterday I forget, tomorrow I don't think about. Gestern vergesse ich, morgen denke ich nicht drüber It's nach. very confusing when you live in this sort of world where you have to actually work in a certain way. Tomorrow is important and yesterday has to be remembered. Also es ist sehr verwirrend, wenn man in dieser Welt lebt, dass morgen wichtig ist und gestern auch und man sich das alles merken muss. But this moment is my wish. Aber dieser Moment, das ist mein And Wunsch. it happens. Und der passiert. So I have no wish.
daher habe ich gar keinen Wunsch. Eine Frage habe ich noch. One more question. Du setzt dich sehr für vegetarische Ernährung ein mit biologischen Erzeugnissen. Und you stand up for a vegetarian diet with organic products. Well, yes. That's been written somewhere, I'm sure. Ich glaube, das steht bestimmt irgendwo. Ja, I think she hasn't finished it. Ja, und Drogen, Tabak, Alkohol, das sind alles Dinge, die du sehr stark ablehnst. Okay, and liegt es daran, dass du puritanisch, irgendwie so eine puritanische Ader in dir hast, oder was hat das für Gründe? Drugs and tobacco are all things you disagree with in a way. And is that because you have a botanic well, feeling inside of you? Vegetarianism Also Vegetarismus is really up to each person. Das kommt auf jeder Person selbst individuell. But in the deepest sense of compassion, kindness, aber im tiefsten Sinne von Mitgefühl, I feel that it is impossible to create an action of unkindness, of suffering, for anything. Also ich habe das Gefühl, dass das eigentlich unmöglich sein sollte, dass man irgendwie ein ungutes Gefühl in anderen hervorruft oder auslöst. So if you're not a vegetarian, that Also wenn means du kein Vegetarier bist, on some level you are saying it's okay for animals dann sagst du auf einer bestimmten Ebene, dass es in Ordnung ist, dass Tiere to die and to sterben suffer. und leiden sollen. I feel that is an unconscious choice. It's more a program than a necessity or reality Also ich habe das for Gefühl, human dass beings, as you know, to live, to eat, to feed, nutrition, es etc. ist eher eine unbewusste Wahl, die Leute treffen, anstatt eine, die jetzt unbedingt nötig ist, um uns zu ernähren. I feel that it's okay to eat meat, Also ich denke, es ist in Ordnung, Fleisch zu essen, like some conscious people do. so Like- wie einige bewusste Leute tun. Like when I left the Zen monastery, my farewell dinner, Also zum Beispiel, als ich das Zen-Buddhisten-Kloster verlassen habe, da war mein Abschiedsessen. with the Roshi, the private meeting we had together, was beef. Da war das Abschiedsessen Rindfleisch. You know, but there, two conscious people Oh, eating a meal, Und zwei sehr there is no bewusste suffering. Menschen, die dieses Essen gegessen haben, das You could eat a pizza, war or you kein, could eat tofu. da war kein It's the same. Leiden. Also ob du eine Pizza isst oder Tofu, das ist dasselbe. But if you don't eat consciously, Aber if wenn you don't du- have a consciousness inside of yourself, then the suffering is extended to the world that you are reaching out to, which includes animals. Also wenn du diese bewusste Wahl, wenn du nicht das bewusst machst, dann erstreckt sich dieses Leiden auch auf andere in deiner Umgebung. You know, we have lost our connection to nature. We Yeah. don't know how they feel, how they think, how they sense. We feel that it's a separate aspect from us. Wir The, haben, the meat is in the supermarket. You know, we don't have a relation like native people, for example. wir haben keine Verbindung mehr zu der Natur und wissen, wie sich das anfühlt für die Natur, für die Tiere, für die Pflanzen und so weiter, wie die das selber spüren. There is nothing wrong with the native people, how they actually eat, which is occasionally meat, but they do things in a totally different way than mass industry of the West or of many countries, most countries today in the world. And that creates suffering, which creates a cloud of heaviness in the world and inside of your body. Also wie die Urvölker das machen, die gehen das auf eine ganz andere Art und Weise an. Die essen auch ab und zu mal Fleisch, aber die haben eine ganz andere Verbindung zur Natur und wie das besorgt wird, das Fleisch. Making it more difficult to see the light that is there, that with the suffering it gets clouded through nutrition is one way, and of course through the mind and the feelings and many other aspects of how we relate to the world. But nutrition is fundamental. Und unsere Beziehung zur Erde, die ist oft sehr vernebelt. Und ein bestimmter Aspekt der Beziehung ist auch unsere Ernährungsweise. A healthy body is a healthy mind. Und ein gesunder Körper ist auch ein gesunder Geist. Unhealthy body usually is a mind that struggles to be healthy.
Und ein ungesunder Körper oder kranker Körper, da geht es meistens um einen Geist, der Probleme hat. And biological food, of course. It's important to eat biological food. Biologisches Essen ist klar, natürlich ist es wichtig, dass wir Our great-grandfathers lived. Und das ist wie unsere Großeltern gelebt haben. Producing their food. Biologisch auf ihrem Feld, wie die das selber they lived happily and healthily. Und die haben glücklich und zufrieden. Native people eat food that is full of life force. Und Urvölker essen, das voll mit Lebenskraft ist. We eat rubbish. Wir essen Müll. I go to the supermarket once or twice and watch what people buy, and I'm amazed that they can survive on what they buy. I just don't understand where the nutrition is. Wenn ich in den Supermarkt gehe, dann wundere ich mich, wenn ich sehe, was die Leute kaufen, dass sie überhaupt in der Lage sind zu überleben. Might as well throw it away and not eat. Du kannst es eigentlich genauso gut wegwerfen und nicht essen, weil da gar keine Nährstoffe drin sind. Food also has a lot to do with emotions. Essen hat auch sehr viel mit Emotionen zu tun. So part of my work with diet is not just health, it's to do with emotions and the mind and how to liberate it from programs that are connected to food. Also wenn ich an dem Thema Ernährung und Gesundheit arbeite, dann gehe ich vor allem das Thema auch Emotionen an und wie wir uns frei machen können von bestimmten Mustern, die wir haben, weil das damit in Zusammenhang steht. Und wie siehst du das Thema Krankheiten in dem Zusammenhang? How do you see the overall theme of sickness and disease? That's a big question. Das ist eine große Frage. But let me say that it's amazing the power we have to change our physical structure. Also lass mich mal sagen, dass unglaublich ist, was wir für eine Kraft haben, unsere physische Erscheinung zu ändern. Not just through diet, but through the mind and through emotions, we can change things incredibly. Also nicht nur durch unsere Art von Ernährung, sondern auch wie wir geistig denken und unsere Emotionen und alles. Half of the people who think they're sick, die Hälfte der Leute, die denken, dass sie krank sind, if they did the meditation I showed this afternoon in the satsang, also wenn die zum Beispiel die Meditation machen würden, die wir heute im Satsang 10 minutes every day, 10 Minuten am Tag, half of those people who believe they're sick, who take medication, aspirins, painkillers, what have you. Die Hälfte dieser Leute, die Medikamente nehmen, Aspirine und andere Schmerzmittel, would be surprised at how the symptoms disappear die through würden this meditation. überrascht sein, wie die Symptome verschwinden durch diese Meditation. Kannst du kurz für diejenigen, die das jetzt nicht mitbekommen haben, erklären, wie das abläuft, diese Meditation? For those who haven't witnessed that meditation, can you just explain how it works? But you did Yes. camera. Yes, but this is this is a separate. Okay. So the meditation, in essence, also die Meditation in seiner Essenz ist folgendes: is to go into the cells of the body also in die Zellen des Körpers hineinzugehen and to enliven them und with a different picture. die lebendig zu machen mit einem ganz anderen Bild. So when we think we are sick, or we feel we are sick, or we have pain that says that we are sick, Also wenn wir krank sind oder denken, dass wir krank sind oder wir Schmerzen haben, die uns denken lassen, dass wir krank sind, we can change that reference point by looking physically at something that allows that reference point to be totally different. say that again. Yes, so when we have pain or suffering, Yeah. so our body is saying, yes, I am sick because I feel bad. Also wenn wir diese Schmerzen und dieses Leiden haben, weil unser Körper uns ja mitteilt, dass wir uns schlecht We fühlen. can move that reference point to something totally different. Also können wir diesen Referenzpunkt verschieben auf was ganz anderes. That is the life energy in the body. Und zwar auf die Lebensenergie des It's what Körpers. makes every cell alive, basically. Das, was jede Zelle zum Leben And the erweckt. way we connect with this is by relaxing the body, Und zwar verbinden wir uns mit dieser Energie, indem wir den Körper entspannen, the breath, den very Atem. important. Der Atem ist sehr, sehr And wichtig. sensing the energy that flows when we do certain esoteric techniques. Und dann diese Energie zu spüren, die da fließt, wenn wir bestimmte esoterische Techniken durchführen. The pituitary pineal gland is an esoteric gland in the body. Also die Zirbeldrüse ist ja eine esoterische Drüse im Körper, Which produces certain fluids that help that energy to expand in the cells of the body. die helfen, diese Flüssigkeiten
auszuschütten, die die Zellen ausweitet im Körper. So by bringing our attention back to the pituitary, by placing the tongue to the roof of the mouth. Also indem wir unsere Zunge an die Innenseite unseres Mundes oben stoßen. This physical yoga-like posture, for example. Also dieser physische Akt, diese Yoga-artige Haltung, action, yes. ja. Then helps you to go in the body, to go into that space where you are connected more with the pituitary gland and the movement that happens energetically in that space. Also die hilft einem dann eher in dieser Verbindung hinein zu gelangen, die dann entsteht mit der Zirbeldrüse. People also can do this, for example, in various things, actions that they do, like singing. Also das kann man auch bei bestimmten anderen Sachen durchführen, wie zum Beispiel beim Singen. For example, if a baby is ill, wenn zum Beispiel ein Baby krank ist. Most mothers will worry, oh my gosh, what can I do? My baby, my life, you know, my best friend, my best whatever, you know, they're sick and I have to do something, and panic ensues. Die machen sich die Mütter große Sorgen und fangen an Panik zu schieben. And this totally negates the life force of the baby. Und das negiert vollkommen die Lebensenergie des Kindes. The baby picks up on attention. Weil das Baby ja das aufspürt, die Panik aufnimmt. Genau, die Panik. What native people do is sing to the baby. Und was die Urvölker tun, ist, die singen diesem Kind vor. And it's amazing when you sing a song because you change the vibration, the sound changes the vibration of what the symptoms that are coming up for the baby are like, because the vibration changes its structure. Und durch das Singen werden die Schwingungen geändert, die da sind für das Kind. So, you know, instead of the baby saying, oh, this hurts, the baby listens to the sound and goes into the essence of each cell, which is a vibrant life energy, and that life energy is then put into the pain, for example, of the knee or the hand or whatever. Das ist dann wie eine Prägung, die stattfindet. Prägung. Ich glaube nicht, dass es dafür eine direkte Übersetzung gibt für das Wort. Ja, wie soll man das beschreiben? You put something in the system. You add something to the system through the sound, exactly. And it stays there, also man kann es dann immer abrufen. It stays there. It stays there forever. And you can always refer back to it, she says. Forever, yeah, because it becomes an action, a reflex action in the body. Ja, das wird dann so ein Reflex im Körper. Und welchen Rat kannst du denjenigen geben, die in diesem Schrecken noch gefangen sind von früher? What advice would you give those who are still in that place of fear? With someone that is suffering? Yes. You mean like a child or? Yes. Yeah. I know it's difficult. Das ist schwierig, ich weiß. Because, you know, on some level, we don't want to lose what we most love. Das ist schwierig, weil wir natürlich auf einer bestimmten Ebene nicht das verlieren wollen, was wir lieben. So if it is possible to remember that you can never lose what you most love. Und wenn man sich daran zurückerinnern kann, dass man eigentlich das niemals verlieren kann, was man liebt. And rather than express the fear of losing, express the gratitude of being. Und anstatt die Angst auszudrücken, etwas zu verlieren, eher die Dankbarkeit auszudrücken des Seins. Of being present to such a beautiful being. In der Weise beisammen zu sein, mit so einem wunderbaren Then your voice, your sound carries on that picture. Dann wird deine Stimme das rüberbringen und tragen. And the baby, the child, whoever feels it. Und das Baby oder das Kind wird es spüren. I remember once someone cut their body, you know, very deep. It was very deep. Ich kann mich erinnern, They dass needed stitches. Jemand sehr, sehr, sehr tief geschnitten hat und auch Stiche brauchte. I think they were a doctor or a nurse, you know, very skeptical because, you know, they worked in hospital and they know that these things can only be done medically.
Dieser Person war jemand, der sehr an Schulmedizin geglaubt hatte. Ich glaube, eine Krankenschwester oder ein Doktor oder so. And I said, they were a bit afraid also because it was their own body, yeah, and you get into a panic. Und diese Person hatte große Angst natürlich, weil es war ja sein eigener Körper und natürlich hat man da And I Angst. said, chant. Und dann habe ich gesagt, fang einfach an zu This singen. is serious. You know, don't go to hospital. Just chant. Und er sagte, das ist ernst, ich muss ins Krankenhaus. Und ich sagte, tu einfach deine Hände darauf legen und fang an zu singen. And they did because, you know, the hospital wasn't nearby. Ja, und das haben sie dann gemacht, das hat diese Person Place where it gemacht, was far. Yeah. weil das Krankenhaus sehr, sehr weit weg war. Und ja, es war keine And they Erinnerung. continued doing it, and the bleeding stopped. Und das haben sie dann immer weiter gemacht und das Bluten hat aufgehört. And all of a sudden, when they looked, the hole seemed like it was fixing itself. They couldn't believe it. They were just looking, and they were. Und als what's wir going on? hingeschaut haben, er sah so, als ob sich die Wunde schließen würde. Die konnten es selber nicht glauben. I said, "You're healing yourself. Ich habe gesagt, du heilst dich selbst. Bist du. You're trusting the mechanism Du of your vertraust body." diesem Mechanismus Which is deines amazing. Körpers, was ja wundervoll ist. I said, even if you have to go to hospital now, you need only one stage. Sogar wenn du jetzt ins Krankenhaus musst, brauchst du nur einmal Geräte. They didn't go to hospital Der ist nicht mal ins Krankenhaus gegangen. because they were just so amazed. The healing continued rapidly. Weil No, die Person war so überrascht und die I'm not saying this is the case Heilprozess for ging everything, immer weiter. Ich sage nicht, dass das bei jedem so ist. but it shows you the power one has to change a symptom. Aber es zeigt dir die Kraft. Und das sind dann auch Erfahrungen, die dann auch einen Durchbruch bewirken können, weil man das wirklich erfährt. And these experiences really trigger a breakthrough then because you really experience it. Yes, a total breakthrough because you can see that your limited perception of reality is just what it is, limited. There is more. Das ist tatsächlich ein großer Durchbruch, weil du dann erfährst, dass diese eingeschränkte Perspektive, die du hast, wirklich halt nur eine eingeschränkte Perspektive ist und nichts anderes. Gibt es irgendwas, was du nur gerne noch mitteilen möchtest? Anything you want to share? I want to share all the time. Ich möchte die ganze Zeit So, teilen. another time, we can more questions. Vielleicht ein anderes Mal, Okay. wenn andere Fragen da sind. Das wäre Okay. wirklich wunderschön. Gut, vielen Dank. Thank you.